Der Gendarmenmarkt, für viele der schönste Platz Berlins, ist zurück. Nach über 2 Jahren Sanierung wurde er Mitte März 2025 wieder eröffnet. Doch die Reaktionen waren durchwachsen. Es gab Lob, ja, vereinzelt, aber viel öfter Kritik, sogar Spott. Der Begriff Steinwüste fällt immer wieder. Aber warum? Wie wurde der Platz umgestaltet und warum gibt es wenig Grün? Und wie sah der Gendarmenmarkt eigentlich früher aus? In diesem Video schauen wir auf die Geschichte dieses Platzes von den Anfängen im 17. Jahrhundert bis zur heutigen Neugestaltung. Angelegt wurde der Platz ab 1688 nach Plänen von Johann Arnold Nering. Er war Teil der Friedrichstadt, einer barocken Stadterweiterung im Auftrag von Kurfürst Friedrich III., der später König Friedrich I. in Preußen wurde. Zuerst nannte man ihn Lindenmarkt, später Mittelmarkt oder Friedrichstädtischer Markt. In der Friedrichstadt ließen sich viele Hugenotten nieder, französische Protestanten, die aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. Der große Kurfürst hatte ihnen bereits 1685 mit dem Edikt von Potsdam Zuflucht gewährt, mit Religionsfreiheit und Bürgerrechten. Ab 1701 entstanden dann 2 Kirchen. Im Norden die französische Friedrichstadtkirche für die französisch Reformierte und im Süden die deutsche Kirche für die deutsch Reformierte und lutherische Gemeinde. Unter Friedrich II. Wurden die beiden Kirchen in den Jahren 1780 bis 1785 mit identischen Kuppeltürmen ergänzt, nach Plänen von Karl von Gontard. Ab 1787 wurde der Platz gepflastert und weiterhin als Markt genutzt. 1799 bekam er dann seinen heutigen Namen, Gendarmenmarkt, benannt nach dem Kürassierregiment Gendarme, das hier bis 1773 seine Stallung hatte. Zwischen den beiden Kirchen entstand zunächst ein kleines französisches Komödientheater, das 1802 durch ein großes Nationaltheater mit 2000 Plätzen ersetzt wurde, geplant von Karl Gotthard Langhans, dem Architekten des Brandenburger Tors. Nur 15 Jahre später zerstörte ein Brand den Bau. Eine Gelegenheit für Karl Friedrich Schinkel. Er entwarf an gleicher Stelle ein neues Schauspielhaus im klassizistischen Stil. Seit 1821 prägt es den Gendarmenmarkt. Als preußisches Staatstheater war das Schauspielhaus eine der führenden deutschsprachigen Bühnen. Auch politische Ereignisse prägten den Gendarmenmarkt. 1847 begann hier die sogenannte Kartoffelrevolution, ein Protest gegen steigende Lebensmittelpreise. Nur ein Jahr später die Märzrevolution von 1848. Am 18. März gab es Barrikadenkämpfe in den Straßen rund um den Platz. Soldaten sollten davon abgehalten werden, in die Stadtviertel vorzudringen. 4 Tage später wurden die 188 Märzgefallenen feierlich aufgebahrt, auf den Stufen des Deutschen Doms. Ein riesiger Trauerzug mit über 100.000 Menschen nahm hier seinen Anfang. Im Herbst 1848 tagte im Schauspielhaus die Preußische Nationalversammlung, ein kurzer Moment parlamentarischer Hoffnung. 1859, zum 100. Geburtstag von Friedrich Schiller, wurde der Grundstein für sein Denkmal gelegt. Entworfen von Reinhold Bickers, eingeweiht 1871. Schiller steht auf hohem Sockel, umgeben von Allegorien. Dichtung, Philosophie, Geschichte und Dramatik. Ein Ausdruck des bürgerlichen Bildungsideals des 19. Jahrhunderts. Damals wurde der Platz auch bepflanzt, mit Rasenflächen, Ziergehölzen und üppigem Blumenschmuck. 1895 erfolgte eine weitere Umgestaltung durch den Stadtgartendirektor Hermann Mächtig zum Schmuckplatz mit symmetrischen Beeten, niedrigem Ziergrün und klaren Sichtachsen. Da es mittlerweile in Berlin 14 Markthallen gab, endete die Nutzung als Marktplatz. Ein Bild von 1900 zeigt eindrücklich, wie der Platz damals aussah. Einige Bäume aus dieser Zeit stehen sogar heute noch, darunter ein japanischer Schnurbaum und 2 Ahornbäume. In der Zeit der Weimarer Republik begann 1920 eine Versachlichung, alle größeren Gehölzgruppen wurden entfernt.
1928 gab es sogar einen Wettbewerb zur Umgestaltung. Mit dabei Peter Behrens, Erich Mendelsohn, Hugo Hering. Aber nichts davon wurde umgesetzt. 1936 veränderten die Nationalsozialisten den Platz dann grundlegend. Zur Olympiade sollte er, wie auch der Lustgarten und der Wilhelmplatz, zum Aufmarschgelände werden. Vor dem Schauspielhaus entstand ein großer Bereich mit quadratischem Plattenmuster. Das Schillerdenkmal wurde entfernt, angeblich war die Standsicherheit nicht mehr gegeben. Jährlich fand hier nun die Aufnahme von Jungen des deutschen Jungvolks in die Hitlerjugend statt, und die Pflastermuster dienten zu ihrer Orientierung beim Aufmarsch. Den Rest des Jahres war der Gendarmenmarkt ein Parkplatz. Die Querstraßen wurden erhalten und um die Kirchen verblieben Rasenbeete mit einzelnen Gehölzen. Im Zweiten Weltkrieg gab es massive Schäden. Die beiden Kirchen, ihre Türme und auch das Schauspielhaus brannten fast vollständig aus. Allerdings blieben die Bausubstanz sowie Teile des Fassaden- und Figurenschmucks erhalten. 1950 erfolgte eine Umbenennung. Er hieß nun Platz der Akademie. Anlässlich der 250-Jahr-Feier der Deutschen Akademie der Wissenschaften, die seit 1946 hier ansässig war. Trotz verschiedener Pläne blieb der Platz ein Ruinenfeld. Bis 1976 der 9. Parteitag, das ZK und die Bezirksleitung der SED sowie der Magistrat von Berlin den Wiederaufbau des Platzes beschloss. Als geistig-kulturelles Zentrum der DDR. Ein ehrgeiziges Projekt. Die Gebäude sollten historisch wiederhergestellt werden, der barocke Stadtgrundriss bewahrt bleiben und der Platz, Zitat, durch eine klare Pflasterstruktur die historischen Bauwerke ohne die Anwendung anderer plastischer Elemente voll zur Wirkung bringen. Die ehemaligen Querstraßen wurden aufgehoben. Die neue Grüngestaltung folgte der Struktur der Rasterung der Platzoberfläche. Der Idee von Baumseelen folgend wurden an der westlichen Nord- und Südseite des Platzes Kugelahornkarrees gepflanzt. Ziel war ein Ort, der vielseitig nutzbar sei, für Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und gleichzeitig ein Raum zum Verweilen. Es dauerte bis 1984, bis das Schauspielhaus wieder eröffnet wurde, nun allerdings als Konzerthaus. Ostberlin hatte damit ein kulturelles Gegenstück zur Philharmonie im Westen. 1987 folgte der französische Dom. Sein Inneres wurde historisierend wiederhergestellt. Heute findet man dort das Hugenottenmuseum und eine Aussichtsplattform. Außerdem bekam der Turm ein Glockenspiel mit 60 Glocken. Mehr Informationen vermittelt ein eigenes Video von mir über den französischen Dom. 1988 wurde auch das restaurierte Schillerdenkmal wieder aufgestellt. 1991 bekam der Platz dann seinen alten Namen zurück und hieß wieder Gendarmenmarkt. Seit 1992 findet auf dem Platz regelmäßig das Classic Open Air statt, ein Konzerthighlight Anfang Juli. Der Deutsche Dom wurde schließlich 1996 fertiggestellt. Von außen originalgetreu, innen modern und technisch kühl. Mit einigen verbliebenen Zeugnissen der Geschichte. Seit 2002 zeigt er eine Ausstellung des Bundestages über die Geschichte des Parlamentarismus inklusive einer Miniaturausgabe des Sitzungssaals im Deutschen Bundestag. Eine weitere jährliche Veranstaltung folgte 2003, der Weihnachtsmarkt, Weihnachtszauber, Gendarmenmarkt, ein weiteres Kapitel intensiver Platznutzung. Die dauerhafte Nutzung des Platzes mit jährlich Millionen von Gästen hinterließ deutliche Spuren. Kaputte Granitplatten, marode Mosaikbelege und mit Asphalt geflickte Löcher. Schon 2009 wurde deshalb eine Sanierung beschlossen, aber die Planung zog sich noch 13 Jahre hin. Ursprünglich wollte der Senat alle 115 Kugelahorne fällen lassen, um den Platz komplett barrierefrei zu machen, wie es hieß. Ein Bürgerbegehren verhinderte das.
Noch vor dem Beginn der Sanierung wurden im Jahr 2021 unter dem damaligen Kultursenator Klaus Lederer die Platzgestaltung sowie die Randbebauung des Gendarmenmarkts unter Denkmalschutz gestellt. Der Gendarmenmarkt ist schließlich der bedeutendste Platzraum der Postmoderne in der DDR, hieß es. Die Sanierung wurde durch die landeseigene Grün Berlin GmbH durchgeführt. Auf deren Internetseite kann man die einzelnen Schritte der Sanierung nachverfolgen. Ich verlinke das ebenso wie die Veröffentlichung, aus der ich im Folgenden zitiere. Klimaangepasst, denkmalgerecht, tourismusnah und wirtschaftlich effizient wurde der einzigartige Freiraum in Berlins Mitte behutsam umgestaltet. Rund 6000 Tonnen Natursteinpflaster wurden abgetragen. Der Gendarmenmarkt profitiert nun von einer umfangreichen unterirdischen Infrastruktur mit Trink- und Abwasser sowie Strom. Das Versorgungsnetz erstreckt sich auf über 5 Kilometer. Mit je rund 30 unterirdischen Schmutzwasser- und versenkbaren Trinkwasseranschlüssen sowie unterirdischen Stromanschlüssen. Veranstaltungen wie das Classic Open Air und der Weihnachtsmarkt können künftig ohne eine provisorische Verkabelung durchgeführt werden. Dadurch verkürzen sich die Auf- und Abbauzeiten erheblich. Ein nachhaltiges Regenwassermanagement sammelt nun kostbares Regenwasser und führt es dem Grundwasser zu. Die Folgekosten des Klimawandels werden reduziert und lokale Überschwemmungen vermieden. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten wurde neuer Naturstein verlegt. Die Mosaikpflaster und Platten orientieren sich dabei an der bisherigen Pflasterrasterung. Das historische Bild der Pflasterfläche bleibt somit erhalten und wurde gleichzeitig für die in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Nutzungsansprüche modifiziert. Weiter heißt es, die Sanierung und Entwicklung des Gendarmenmarktes ist ein Musterbeispiel für die harmonische Verbindung von Klimaanpassung, Denkmalschutz und Stärkung der Wirtschaft. 14.000 Quadratmeter Natursteinpflaster sind verlegt worden. Insgesamt hat die Sanierung 21 Millionen Euro gekostet. Nach der Eröffnung gab es die übliche Aufregung mit zum Teil reißerischen Schlagzeilen. 21 Millionen für eine Betonwüste. Wie konnte das denn passieren? Oder in Berlins neuer 21 Millionen Euro Steinwüste ist für Bäume kein Platz mehr. Der Begriff Steinwüste ist in den Kommentaren besonders beliebt. Es gibt aber auch positive Stimmen. Schön und fast erhebend war der erste Gang über den Gendarmenmarkt. Oder? Sieht ja ganz manierlich aus. Trotzdem, fast niemand lobte ohne ein Aber. Allerdings gibt es jetzt deutlich weniger Bäume. Laut Grün Berlin mussten einige Bäume gefällt werden, da sie nicht wie der Rest des Platzes abgesenkt werden konnten, andere seien nicht mehr gesund gewesen. Auf der Südseite haben man dafür 3 neue japanische Schnurbäume gepflanzt, die als besonders hitze- und trockenheits- und abgasresistent gelten. Mit einer ausladenden Krone von 12 bis 18 Metern sollen sie künftig für ausreichend Schatten sorgen. Der Verein Freunde des Gendarmenmarkts lobt die denkmalgerechte Sanierung, kritisiert aber den Zustand der Bäume hinter dem französischen Dom. Dort verfalle der alte Baumbestand, das sei, Zitat, schockierend und beschämend für Berlin. Was meinen Sie? Was meinst du? War die Sanierung richtig so oder hätte man mehr Grün hinzufügen sollen? Ich bin gespannt auf Rückmeldungen und Kommentare. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Unterstützung meines Kanals. Bis zum nächsten Mal.